Ey, und da habe ich in meinem letzten Einsatz einfach das neue LMSG-Hemd getragen. Ne? Und das, ich muss dir sagen, da ist alles reingegangen. Ne? Die Handschelle und die Magazine und die Block zum Strafzettelschreiber und der Stift. Das hat alles super reingepasst. Also ich muss dir echt sagen, das taugt, oder? Was sagst du? Jetzt muss ich nur noch so stabil, groß und schlank werden wie du, dann läuft die Sache. Oh shit. Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir haben heute für euch von LMS Gear das neue Field Shirt V2 und es ist, was soll ich sagen, perfekt. Das Einzige, fangen wir gleich mit dem Negativen an, was ich nicht gut gewählt finde, ist der Name, denn Field Shirt, finde ich, grenzt es so ein bisschen ein, so nach dem Motto, das ist was man nur im Feld tragen kann, so wie eine Feldbluse vielleicht, ja. Dafür ist es natürlich auch perfekt geeignet, aber ich sage euch was, wenn ihr hier das Video bis zum Ende anschaut, dann garantiere ich euch, dass ihr sagen werdet am Ende, das hat einen ganz starken Haben-Will-Faktor für den EDC-Bereich als Hemd für den Alltag, weil ich möchte meins nicht mehr missen. Da kommen wir auch gleich zu meinem Hemd, denn für alle genauen Beobachter, die werden sehen, ich trage hier das V2 in einer leicht abweichenden Farbe. Das liegt nicht daran, dass der Joachim von LMS Gear gespart hat mit den Samplen, die er uns geschickt hat zum Probetragen, sondern ich habe mein V2 Finale Version heute Morgen angezogen und habe vorhin was getrunken und habe mich natürlich gleich eingesaut. Was soll ich sagen? Genau aus dem Grund habe ich jetzt hier den Prototyp an und habe aber dann hier zum Demonstrieren für euch die finale Version, wobei der Prototyp sich nur minimal außer in der Farbe von den Endversionen unterscheidet, aber ich finde, so hat es dann ein schönes, rundes Gesamtbild. Ja, fangen wir an. LMS Gear Field Shirt V2. V2 bedeutet, es gab schon mal eine vorherige Version. Das war schon ein sehr, sehr geiles Hemd, was ich super gern getragen habe. Allerdings gab es ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, auch im Vergleich zum Flanellhemd, was ja auch von LMS Gear ist und einen ähnlichen Taschenaufbau hat, das könnte man noch ändern und das könnte man noch ändern. Und hier in der V2-Version ist, denke ich, so ziemlich alles umgesetzt worden, was ich mir gewünscht habe. Vielleicht auch noch andere. Keine Ahnung, wie da der Entwicklungsprozess ist, aber es ist auf jeden Fall super durchdacht und jeden Cent, was es kostet, meiner Meinung nach wert. Wir fangen mal mit den Materialien an. Hier verwendet der LMS Gear Joachim 50% Polyester und 50% Baumwolle, also ein typischer, klassischer 50-50 Mix Ripstop-Material, also auch das wäre unglaublich gut geeignet für den Feldgebrauch. In Ranger Green only, also es gibt nur diese eine Farbe, ist sehr gut, passt sehr gut Steingrau-Oliv, entsprechend auch zu Flecktarn oder ähnlichen Tarnmustern. Multicam matcht wunderbar, aber natürlich auch ideal im Alltag zu einer Jeans oder was auch immer ihr als Beinkleid noch dazu tragen wollt. Das Material kommt aus den Staaten. Das Hemd selbst wird in Portugal gefertigt. Da legt der Joachim immer sehr viel Wert drauf, dass man das erwähnt. Das ist also ein EU-Produkt und das sieht man meines Erachtens auch in der Verarbeitung und in der Qualität. Ich trage die V1-Version jetzt schon seit über 2 Jahren, würde ich sagen, und auch die Flanellhemden. Und da ist nichts eingegangen, nichts kaputt gegangen. Das ist alles noch so, wie es ist. Ja, lediglich die Taschenkonfiguration bzw. der Aufbau hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und ich begrüße es sehr und von daher, ich werde die alten Hemden weiterhin tragen, aber mich immer dann freuen, wenn das V2 frisch aus der Wäsche kommt und ich das dann auch wieder tragen kann. Gehen wir einmal über die Ausstattung. Ihr habt natürlich ein typisches Buttonhemd, ja, geknöpft, so soll es ja auch sein. Ihr habt hier die Canadian Slotted Buttons auf der Front. Einmal exponiert, das heißt keine Abdeckflappe, sondern so, dass man sie auch sehen kann. Das wäre jetzt vielleicht taktisch, fieldmäßig gesehen nicht das Optimum, aber nichts, was auch stört, vor allem weil die Canadian Slotted Buttons deutlich besser halten als jetzt Knöpfe, die einfach so angenäht sind. Das hat den Grund, das kann man hier sehr schön sehen, dass die mit einer Daisy Chain vernäht werden, ja, und dadurch natürlich auch bisschen flexibler sind und deutlich weniger anfällig sind, was ein Abreißen angeht, wie das bei normalen Knöpfen der Fall ist. Ihr habt hier rechts und links jeweils eine Brusttasche. Das war auch vorher schon so. Die Brusttaschen sind jetzt etwas größer und das ist, denke ich, auch eine willkommene Änderung. Und zwar einfach aus dem Grund auch, dass hier auch mal ein großer Block reinpasst oder hier, wie ihr sehen könnt, auch wirklich ein großes iPhone 15 mit einem Juggernaut Case, also auch große Telefone bekommt man ohne weiteres in die Brusttasche rein. Ihr habt hier
auf der rechten Seite eine ganz normale Abdeckflappe und auf der linken Seite ist hier nochmal ein Stifteinschub zu finden. Das heißt, hier könnt ihr direkt im Zugriff einen Stift tragen, um damit arbeiten zu können. Eine weitere Besonderheit ist jetzt an dieser Tasche, dass sie jetzt seit neuestem auch auf der Innenseite Daisy Chain hat. Und hier könnt ihr das gut sehen. Das ist auch nochmal nicht nur gut, um Gegenstände gegen Verlust zu sichern, wie man das vielleicht militärisch machen würde, indem man hier zum Beispiel einen Kompass hat, der mit Band gesichert wird an der Daisy Chain, sondern das hilft auch zum Organisieren. Ja, das bedeutet, wenn ihr hier Stifte zum Beispiel drinnen habt, die nicht schnell zugegriffen werden sollen, aber ihr wollt einfach einen Stift einstecken haben, dann könnt ihr den hier in die Daisy Chain einhängen. Ich habe hier auch mal meine Lesebrille eingehängt zum Beispiel an der Seite. Die wäre auch flach genug. Eine Sonnenbrille würde nicht passen, beziehungsweise es kommt auf die Sonnenbrille drauf an, aber die meisten Sonnenbrillen sind ja eher weiter gebogen und die würden dann einfach zu dick auftragen, würde man schon reinkriegen, aber wäre eher suboptimal. Und von daher eine Lesebrille kriegt man hier wunderbar unter und hat wirklich richtig viel Platz im Frontbereich. Das gefällt uns sehr, sehr gut. Für die Sonnenbrille, wenn wir gleich dabei sind, habt ihr hier im mittleren Bereich nochmal eine Schlaufe. Das funktioniert natürlich auch für die Lesebrille oder auch für einen Stift oder was auch immer. Und dann könnt ihr das da parken, wenn die Sonne gerade mal weggegangen ist. Gucken wir uns einmal die Rückseite an. Denn das ist ja das, wo das LMS-Gear-Hemd, der Amerikaner würde sagen, where it shines, also wo es glänzen kann, dieses Hemd. Und zwar hat es hier im hinteren Bereich rechts und links jeweils eine Einschubtasche. Die sind auf den ersten Blick gar nicht so wirklich ersichtlich. Natürlich hat man hier so eine leichte Abdeckung und da drin kann man noch mal Gegenstände unterbringen. Und das war bisher immer so in der Vergangenheit, dass diese Taschen prädestiniert oder primär dafür gedacht waren, nochmal Magazine mitzuführen. Zum Beispiel Langwaffenmagazine, ein AR-15-Magazin, ähnliches, die man da komplett concealed drin tragen konnte. Auch das geht jetzt noch. Das hat sich erweitert, ne, weil durch die Funktion, dass es für ein Magazin optimiert war, hatte man natürlich den Nachteil im EDC-Bereich, wo man vielleicht sagt, ich will nicht jeden Tag ein Magazin mit mir rumschleppen, dass da vom Platz her der Eingriff relativ schwierig war. Man hat zwar viele, viele andere Gegenstände noch unterbringen können, die passen, wie zum Beispiel eine Powerbank. Die war zwar unwesentlich breiter jetzt als ein Magazin, aber die hat auch vorher reingepasst. Aber wenn man zum Beispiel einen Schlüssel oder irgendwas Kleineres reingetan hat oder vielleicht auch ein schmäleres Handy, dann ist das schon ein bisschen schwierig gewesen, das rauszubekommen, weil die Hand doch etwas breiter war als der Eingriff. Und das hat jetzt LMS Gear geändert. Das heißt, ihr habt jetzt hier von der Breite her eigentlich die doppelte Breite, was es natürlich für den EDC-Bereich ideal macht, aber auch wiederum für die Leute, die sagen, ich will da ein Magazin unterbringen. Ihr seht's, man kriegt jetzt hier 2 Magazine nebeneinander rein. Und da das ja eh keine Tasche für den Schnellzugriff ist, wäre das natürlich dann hier auch prädestiniert, um bis zu 4 Magazine am Mann mitführen zu können. Wie ihr es gerade gesehen habt, aber auch eine Powerbank für den Alltag wäre auf jeden Fall eine gute Option. Ich habe hier noch mitgebracht mal eine Nalgene. Die würde natürlich sehr ausladend ausbeulen auf der Außenseite, aber ich will euch einfach zeigen, dass es passt. Also die kriegt ihr da auf jeden Fall rein. Als Tipp von uns, wenn ihr was zu trinken da reinpacken wollt, entweder eine 05er Nalgene oder sehr zu empfehlen Platypus oder Hydra Pack gibt es so Stash Bottles, die flach sind und auch 1 Liter Volumen haben. Ja, die würden hier auch perfekt reinpassen und dann habt ihr immer noch mal was zu trinken am Mann. Die Besonderheit jetzt hier, ihr seht oder ihr könnt es vielleicht schon erahnen, weil hier so ein Kabel hängt, ist, dass man jetzt endlich nach Version, wenn man die Flanellhemden mitrechnet, nach Version 3, 4, 5, endlich jetzt Durchlässe geschaffen hat hier. Die sind abgenäht auf der Innenseite, um eine Kabelführung zu gewährleisten. Ja, das heißt, ihr seid eigentlich in der Lage, mit diesem Hemd, wenn ihr euer Smartphone auch dabei habt, als Beispiel könnt ihr sagen, ich packe hier die Powerbank auf die eine Seite und packe das Smartphone auf die andere Seite und könnt das Kabel dann innen durchlegen. Ich gehe einmal komplett auf links, denn das ist nicht alles. Damit das Kabel da auch nicht blöd rumhängt, habt ihr unter jedem Ärmel hier auch nochmal ein Stück Daisy Chain,
was zur Kabelführung nutzbar ist. Ja? Das heißt, ihr könnt dann das Kabel hier einmal im oberen Bereich am oberen Rücken rüberführen und hättet dadurch natürlich jetzt kein Kabel, was jetzt vielleicht unterm Hemd raushängt und ihr irgendwo dran hängen bleiben könnt, sondern damit könntet ihr so rum das Ganze sauber führen. Hat natürlich noch einen anderen Hintergedanken, nämlich als Beispiel, ihr habt hier hinten ein Funkgerät drin, was auch für handelsübliche Polizei- und Behördenfunkgeräte von der Größe her passt von der Tasche. Habt ihr hier die Möglichkeit, dann natürlich euer Headset diskret im Hemd nach oben zu führen und dann am Kragen herauszuführen. Da habt ihr hier eure Lasche, die das Kabel dann auch noch mal ein bisschen in Position hält. Die Durchlässe findet ihr jetzt auch in den Brusttaschen. Bedeutet also auch als Möglichkeit für euer Smartphone, wenn ihr sagt, ich möchte das nicht hinten haben, sondern ich möchte es hier vorne tragen, dann könnt ihr natürlich das Kabel von hinten nach vorne legen, hinten die Powerbank, vorne das Smartphone und hättet dann die Möglichkeit, das dann auch in der Brusttasche zu laden. Ja? Also das wäre auch eine Möglichkeit, natürlich auch für alle anderen erdenkbaren Verbindungen mit Kabeln, die ihr habt. Was weiß ich, wenn ihr hinten euren, benutzt man noch, wie heißen die Dinger von Apple, die iPods, nutzt man die noch? Die könnte man hinten reinpacken. Hören ja alle jetzt momentan ihre Musik vom Handy her. Von daher, also wenn ihr irgendeinen Player habt oder sonst irgendwas, könnt ihr die das hinten reinpacken, Kabel nach vorne legen. Perfekt. Ja, und ansonsten natürlich auch die Brusttasche von der Größe her groß genug für ein dickes Notizblock, für einen dicken Notizblock oder ähnliche Gegenstände für den Alltag. Das finden wir super gut umgesetzt. Was man auch nicht bei jedem Hemd findet, ist eine Aufhängung im Innenbereich, um das Hemd mal irgendwo hinzuhängen. Das ist auch ein ganz wichtiges Feature. Hat man jetzt mit eingebaut, untergebracht. Und im Ärmelbereich, da hat sich nichts geändert. Das heißt, ihr habt ja auch hier wieder 2 Slotted Buttons im Frontbereich, um das Ganze dann eng oder weit stellen zu können. Und im weiter oben liegenden Bereich auch nochmal einen Knopf, den man entweder offen lassen kann, damit es schön luftig ist, oder aber so, dass man es auch gut krempeln kann. Also auch da ist viel Wert drauf gelegt worden, dass man ein langärmeliges Hemd immer schön auch nach oben krempeln kann, denn wir sind ja keine Busfahrer. Denn nur Busfahrer dürfen kurzärmelige Hemden tragen und Krawatte. Ja, sehr cool. Vom Material her muss man sagen, wer das V1-Hemd schon mal getragen hat, das neue Ripstop aus den USA ist ein bisschen leichter. Bedeutet, das Hemd lässt sich tatsächlich wunderbar in 3 Jahreszeiten tragen. Ja, im Sommer ist es ein bisschen zu warm, da sollte man vielleicht eher auf was Leichteres gehen. Ja, kommt natürlich darauf an, wie ihr ein Hemd tragt. Wenn ihr es offen tragt, geht das natürlich auch super im Sommer. Oder auch wie euer Schwitzverhalten ist, aber das sollte man einfach wissen. Es ist vom Material her ein bisschen weniger steif und ein bisschen atmungsaktiver und dünner als vorher. Und das lässt sich trotzdem auch zum Beispiel als leichte Übergangsjacke tragen. Wenn ihr sagt, ich habe vielleicht, bin jetzt nicht so der Hemdenträger im Alltag, aber ich habe vielleicht sowas als, wie man das von Carhartt und Co. kennt, so als Workwear-Jacket oben drüber, wäre das natürlich auch möglich, dann einfach eine Nummer größer nehmen und dann könnt ihr darunter eure normale Kleidung tragen und habt das dann so ein bisschen als eine Jacke mit Taschen noch für on top. Ja, was die Portugiesen leider nie hinbekommen, ist so eine vernünftige Größenskalierung. Also wer jetzt sagt, ich habe im alten LMS Gear Hemd ein L gehabt und nehme jetzt auch wieder ein L, der sei gewarnt, denn hier das neue Hemd fällt ein bisschen größer aus. Bedeutet, ich trage regulär XL und habe jetzt hier in dem neuen Hemd L. Ich bin 1,80 Meter groß, habe aktuell 100 Kilo auf der Waage und dass ihr einfach mal einen Vergleich habt, da solltet ihr definitiv gucken, dass ihr eine Nummer nach unten geht, wenn ihr von der Größe her variieren müsst. Damit das Hemd auch gut tragbar ist, wenn ihr auf der Range seid oder im Wald unterwegs seid und ein bisschen Wert auf Robustheit legt, was euch das Ripstop alleine nicht liefert, hat man hier noch zusätzlich im Schulterbereich das Material ein bisschen gedoppelt und selbstverständlich auch da, wo man auflegt, nämlich im Ellbogenbereich, da ist auch noch mal etwas mehr Material aufgebracht worden, um ein bisschen mehr Robustheit zu bieten. Noch eine kleine, aber feine Detailänderung. Der Stifthalter, den gab es ja auch schon in der Version 1.
Aber da war der Bereich abgenäht. Ja, das sieht man hier bei mir beim Prototyp auch noch. Da ist noch die Naht gewesen. Und da habe ich auch als Feedback bei der Entwicklung dem Jockel mitgegeben, habe gesagt, hier pass auf, der Stifteinschub finde ich super, aber wenn ich das hier abnähe, dann verliere ich ja eigentlich den Platz in der Brusttasche und den hätte ich eigentlich ganz gerne. Deswegen habe ich gesagt, pass auf, lass doch einfach die Naht weg. Ist weniger Arbeit für die Schneider in dem Bereich und der Stift wird ja trotzdem durch den Schlitz hier oben fixiert. Ja. Der einzige Unterschied ist, er kann halt unten sich ein bisschen frei bewegen, aber dafür hat man, wenn man diesen Stift nicht nutzen möchte, den vollen Platz der Tasche zur Verfügung und das ist dann final auch umgesetzt worden. Auch hier würde der Amerikaner wieder sagen, für den Freedom of Movement, wir sagen, die Bewegungsfreiheit hat man hier im Schulterbereich einmal das Material ein bisschen gerafft und das ist tatsächlich auch was, wo ich sage, das ist super, wenn man hier die Arme ein bisschen auseinander streckt oder so, da ist sehr viel Bewegungsfreiheit und Spiel auch jetzt für muskulösere Rücken, jetzt nicht bei mir, aber ich habe das auch schon bei anderen Testern als Feedback bekommen, da ist genügend Platz und Raum, um die Bewegungsfreiheit maximal zu gewährleisten. Also unserer Meinung nach ist das V2 so, wie ich sage das immer ganz gern, die Otegear Alpine Pant und Jacket, die gab es 2008 oder 2009 ist sie rausgekommen und wurde seitdem nicht mehr verändert. War einfach perfekt und das ist jetzt hier beim Field Shirt V2 auch so. Meiner Meinung nach ist es so, wie es ist, perfekt. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Wünsche habt. Und ansonsten kann ich euch tatsächlich nur empfehlen, holt euch das Hemd, da werdet ihr lange, lange Freude dran haben und habt ein extrem cooles Hemd, was meiner Meinung nach auch für den Büroalltag nicht zu taktisch aussieht und euch aber massiv Volumen und Platz bietet, um Gegenstände unterzubringen. Und ich möchte diese Hecktaschen nicht mehr missen und freue mich sehr über die neuen Kabeldurchlässe und Organisationsmöglichkeiten oder Fixiermöglichkeiten, die hier im Innenbereich noch untergebracht worden sind. Das LMS Gear Field Shirt bekommt ihr bei LMS Gear selbst und bei autorisierten Händlern, die LMS Gear führen. Die packen wir euch einmal in die Videobeschreibung, wenn ihr nicht dort direkt bestellen wollt. Und dann könnt ihr da über diese Händler auch entsprechend das Hemd bestellen, wenn ihr das möchtet. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Den Link, ach so, doch eins gibt es noch zu sagen. Ihr wollt es euch ja vielleicht noch mal im Detail auf der Webseite anschauen. Und da solltet ihr natürlich bei LMS Gear selbst gucken. Da ist hier unten der Link einmal eingeblendet und den findet ihr auch noch mal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da noch mal alles nachlesen und euch noch mal andere Blickwinkel anschauen, falls wir euch nicht genügend Blickwinkel mitgegeben haben. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken, Hemd kaufen. Bis dann, macht's gut. Bye bye.